Heute ist Wintersonnenwende. Das Weihnachtsfest, die Rauhnächte und der Jahreswechsel stehen kurz bevor. Vielleicht ist es eine gute Idee, dich in dieser Zeit der Besinnung und des In sich Gehens, der Ruhe mit deinem Namen zu beschäftigen, deinem Vornamen, deinem Nachnamen und welche Auswirkungen er für deinen Lebens- und Seelenweg hat. Das ganze Namensthema möchte ich ausdrücklich nicht unter dem Aspekt der Numerologie oder der Kabbala betrachten, sondern ganz einfach nach dem Motto: Dein Name ist Programm und macht insofern etwas mit dir und deinem Leben. Unser Vorname ist so ziemlich das Erste, womit wir uns, wenn wir klein sind, identifizieren. In früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten hatten Kinder häufig mehrere Vornamen und die waren wild hergeholt aus den Vornamen der Ahnen. Ich zum Beispiel habe auf meiner Geburtsurkunde 3 Vornamen. Karen ist der Name, der neu ist, und dahinter kommen noch Namen der Ahnen. All das macht etwas mit uns. Wichtig ist der Name vor allen Dingen, mit denen wir häufig und in den allermeisten Fällen gerufen werden. Und damit meine ich ganz ausdrücklich nicht Kosenamen oder Spitznamen. Wobei, wenn die zu unserem hauptsächlichen Rufnamen mutieren, auch das etwas mit uns macht. In der heutigen Zeit erhalten Kinder ganz oft Namen von irgendwelchen Prominenten, seien es Musiker, seien es große Sportler, seien es Stars, welcher Couleur auch immer. Auch das macht etwas mit einem Kind. Viele Eltern suchen nach einem ganz besonderen Namen, den sie ihrem Kind geben möchten, ohne die Absicht dahinter, etwas damit bewirken zu wollen. Das ist aus meiner Sicht, und da schau einfach, inwieweit es mit dir in Resonanz geht, ein Fehler. Es ist eine sehr gute Idee, sich der Namensbedeutung bewusst zu sein. Ich nehme mich jetzt mal als Beispiel. Mein Vorname, bei dem ich auch immer in meiner gesamten Kindheit und Jugend ohne jegliche Kose oder Spitznamen gerufen wurde, ist Karen. Google ich das und schaue in diversen Portalen nach, da treten zwei Dinge zutage. Es ist erstens ein nordischer Name, um genauer zu sagen, ein dänischer Name. Und zum anderen von der Bedeutung her heißt das rein und klar. Das heißt, meine Eltern haben mir damit ein Programm mit auf den Weg gegeben, mich mit Klarheit auszudrücken und rein in meinen Werten und meiner Kommunikation zu sein. Das führt mitunter dazu, dass ich kommunikativ übers Ziel hinausschieße und durchaus auch jemanden mal empfindlich treffen kann. Das ist die Schattenseite dieses Namens. Späterhin und in einem meiner früheren Videos habe ich das auch schon erwähnt, wurde mir, nachdem ich schon längst regelmäßig meditiert habe, im Jahr 2019 der Seelenname Amarana übermittelt. Anfangs konnte ich dazu überhaupt nichts finden und ich habe mich 2 Jahre lang strikt geweigert, diesen Namen Amarana in irgendeiner Art zu benutzen. Ich habe es für mich regelrecht abgelehnt. 2021 erst habe ich damit begonnen, nachdem ich immer wieder von der geistigen Welt in meinen Meditationen darauf hingewiesen wurde, diesen Namen zu nutzen, dazu durchringen können. Was hat diese Änderung oder in dem Falle Ergänzung denn bewirkt? Ich habe erst vor gar nicht allzu langer Zeit herausgefunden, dass
Amarana assoziiert ist mit unsterblich und ewige Gnade. Das ist ein ergänzendes oder neues oder anderes Programm zu dem Vornamen Karen. Und mir wurde dann auch übermittelt und erklärt, dass Karen ich schon ziemlich gut umgesetzt habe in meinem Leben. Und Amarana die nächste Herausforderung ist, der ich mich stellen darf. Unser Familienname nimmt uns sozusagen in Sippenhaft. Das heißt, mit unserem Familiennamen erben wir auch all die Programme und die Wünsche unserer Ahnen, die sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Und an uns ist es zu schauen, inwieweit wir dort hilfreich sein können, entsprechende Dinge auflösen für uns und damit für die nachfolgende Generation und zur Freude der Ahnen. So will ich es mal ausdrücken. Denn energetisch sind die Ahnen immer in unserem Feld. Das können wir nicht verhindern. Was passiert bei Eheschließung und Annehmen eines anderen Familiennamens oder eines Doppelnamens? Na, Logo, da nehme ich andere Energien in mein Leben. In unserer heutigen Zeit des rasanten Wandels und der energetischen Veränderungen spüren Menschen, dass sie mit entweder ihrem Vornamen oder auch mit einem neuen Familiennamen oder einem alten Familiennamen nicht mehr in Resonanz gehen oder noch nie in Resonanz gegangen sind. Dann kann es eine gute Idee sein, hier Änderungen herbeizuführen. Unser deutsches Namensrecht ist zwar ziemlich rigide, wie ich finde, jedoch gibt es immer auch Ausnahmen. Und ehe du dich zu so etwas durchringst und so etwas in die Wege leitest, ist es nach meinem Empfinden eine sehr gute Idee, damit erst einmal meditativ in Kontakt zu gehen. Denn eine Änderung braucht eine gewisse Zeit, denn hin und her und her und hin wird nicht so ohne weiteres, zumindest nach der derzeitigen Gesetzeslage, möglich sein. Wie Meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos für dich und noch einige hilfreiche Videos von meinem Kanal, sodass du einfach schauen kannst, wenn du Zeit und Lust dafür hast. Aber vielleicht möchtest du dir erst einmal Zeit für deinen Namen nehmen, um dort hinein zu spüren in der Zeit der Rauhnächte, in der Zeit der Stille. Ich hoffe, dass du einiges an Inspiration für dich mitnehmen kannst. Wünsche dir eine wundervolle Weihnachts- und Jahreswechselzeit. Ich werde mich erst im neuen Jahr wieder melden und mir mal eine kurze Auszeit von YouTube gönnen. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast sag ich Tschüss.